Guten Abend. Herzlich willkommen zum Satsang. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, hier im Satsang kannst du mir Fragen stellen, wenn du möchtest, zu deinem spirituellen Weg, zu deinem Leben. Und ich werde versuchen, dazu etwas zu sagen, wenn ich kann. Ich freue mich sehr darauf. Die Fragen von dir, die sind das, was mich inspirieren, überhaupt was zu sagen. Denn mit der Zeit wird das, was man als Mensch erlebt, normal. Das kennst du ja in deinem Leben auch. Das, was du tagtäglich erlebst, das ist für dich normal. Darüber sprichst du nicht. Und so geht es mir auch ein wenig. Aber wenn ich dann Fragen bekomme, dann fällt mir wieder auf, was ich eigentlich jeden Tag erlebe und wo das herkommt. Und dann spreche ich total gerne darüber. Es ist so, dass wir in ganz besonderen Zeiten leben. Früher war es so, wenn ein Mensch begann zu erwachen, wenn ein Mensch erkannte, dass sein Glück und sein Lebensziel nicht da draußen in der Welt ist, wenn ein Mensch desillusioniert geworden war, weil er erkannte, dass das Leben da draußen ihn niemals glücklich machen wird, dann musste früher so ein Mensch auf eine lange Reise gehen. So ein Mensch musste unglaubliche Hürden überwinden, um voranzukommen. Manche Menschen haben sich einen Guru oder Meister gesucht und sind dafür um die halbe Welt gereist, haben alles, was sie besaßen, hergegeben, haben sie alles hinter sich gelassen, nur um dieses Ziel, diesen Guru, von dem sie oft noch nicht mal wussten, wer er ist, irgendwo zu finden. Andere Menschen sind alleine auf den Weg gegangen und haben jahrzehntelang gebetet oder meditiert, allein irgendwo gelebt, weit weg von der Gesellschaft. Und wenn diese Menschen dann irgendwann das gefunden haben, was sie gesucht haben, zum Beispiel einen Meister, der ihnen dann die Meditation geschenkt hat, dann haben sie das, was sie da erhalten haben, so unendlich geschätzt. Sie wussten den Wert davon. Und heute leben wir in interessanten Zeiten, denn heute ist es ganz anders. Wir leben in einer ganz besonderen Zeit, einer Zeit, wo normale Menschen, so wie du, so wie ich, die in der Gesellschaft leben, mit Mann oder Frau und Kind, mit Beruf, mit Freunden, mit Alltag, dass die diesen Weg nach innen, diesen Weg zurück zur Seele, zurück zum Himmel antreten können, in diesem normalen Leben. Es war nie leichter als heute. Aber das hat auch eine ganz interessante Nebenwirkung, weil es dir sozusagen hinterhergetragen wird. Du musst dein Zuhause nicht verlassen. Du musst dein Leben nicht aufgeben. Ein Guru oder die Meditation oder das Geheimnis des Lebens kommt zu dir, ins Wohnzimmer sozusagen. Aber dann ist es ganz leicht zu übersehen, was man da entdeckt hat, was dazu eingekommen ist. Swamiji Swamiji ist der indische Guru, der die Samarpan-Meditation in die Gesellschaft bringt. Das ist die Meditation, über die ich so gerne spreche. Und bis vor etwa 20 Jahren reiste er immer wieder tief in den Himalaya hinein und hat dort viele Gurus, viele verschiedene Gurus getroffen. Eine ganz interessante Geschichte. Und die haben die haben ihm gesagt, die Samarpan-Meditation ist was ganz Besonderes, weil
weil sie so leicht ist. Jeder normale Mensch kann dadurch ans Ziel kommen. Aber sie hat einen Haken. Sie ist so leicht, dass die Menschen nicht schätzen werden, was sie da bekommen haben. Und daran möchte ich dich immer wieder daran erinnern. Immer wieder. Dass du dein Ziel nicht aus den Augen verlierst. Dass du nicht vergisst, was du da gefunden hast. Wie einmalig das eigentlich ist. Ja, ich habe gestern Abend ein wenig in Swamijis Madhutei-Chanya Magazin gelesen und da habe ich über dieses Thema etwas gelesen und es hat mich so sehr berührt, dass es mir gerade eben wieder einfiel und ich wollte dir einfach kurz davon erzählen. Weißt du, Swamiji kommt bald nach Deutschland und Österreich im Mai und im Juni für einige Retreats und ich schätze mal, dass etwa 500 oder 600 Leute zu ihm kommen werden aus dem deutschsprachigen Raum. Ja, und wenn du einer der Menschen bist, die von der Samarpan-Meditation gehört haben oder die hier im Satsang sitzen oder die meditieren, dann bist du ein Mensch von 500 oder 1000 oder 2000 Menschen hier im deutschsprachigen Raum, von 200 Millionen, die davon berührt werden. Das gibt dir eine Ahnung davon, was für ein unglaubliches Wunder das eigentlich ist. Ja, und dieses Wunder, was ins Leben tritt, so einmalig wie es auch ist, kann man auch wieder vergessen. Daher heute eine kleine Erinnerung von mir. Aber das soll jetzt genug sein der Vorrede. Wenn du Fragen hast, freue ich mich auf deine Fragen und wenn ihr hier online keine Fragen habt, dann habe ich auch ein paar Fragen, die mich per E-Mail erreicht haben, die ich dann vorlesen und beantworten werde. Simone, hast du was zum Vorlesen? Oh ja, ich habe einiges zum Vorlesen. Oh, wie schön, das freut mich sehr. Ich habe eine Frage von Tom. Hallo Tom, guten Abend. Wie schön, dass du da bist. Ich freue mich. Lieber Michael, viele Wochen war ich glücklich und zufrieden. Jetzt spüre ich eine tiefe Traurigkeit in mir. Diese verschließt mich und manchmal fühle ich mich kalt wie ein Stein. Mal bin ich gut drauf und eine Stunde später bin ich wieder schlecht drauf. Meine Partnerin nimmt mich wahr als verändert, sarkastisch, arrogant und distanziert. Tatsächlich fühle ich zu meiner Partnerin manchmal Distanz und dann wieder Nähe. Ich kenne diesen Zustand von früher. Der Zustand kommt alle paar Monate wieder und ich heiße ihn dank der Samarpan-Meditation erstmals willkommen. Obwohl sich alles richtig anfühlt, möchte ich dich bitten, etwas dazu zu sagen. Danke, herzliche Grüße, Thomas. Noch was ausschalten bei mir. So. Danke, Tom. Danke, Thomas, für deine Frage. Weißt du, es ist nicht so, dass die Traurigkeit dich verschließt. Ich werde dir ein Geheimnis verraten. Wenn du die Traurigkeit als deine Freundin annimmst, wenn du sie wirklich willkommen heißt, dann wirst du eine Offenheit und Tiefe erleben, wie du sie mit den schönen Gefühlen noch nie erlebt hast. Aber man muss sich ein wenig dran gewöhnen. Normalerweise, oft ohne dass wir das überhaupt merken, weisen wir Gefühle wie Traurigkeit ab. Und das verschließt uns. Ja? Da kommt die Traurigkeit. Die Traurigkeit ist ein Teil von dir. Ein alter, sehr alter Teil von dir. Und wenn du die nicht haben möchtest, dann verschließt du dich.
Und das spürst du dann in allen Bereichen des Lebens. Und wenn ein Gefühl kommt, was du magst, ein Gefühl, wo du dich gut fühlst, dann lädst du das ein und da bist du offen und das spürst du auch in allen Bereichen deines Lebens. Das merken dann auch die anderen Menschen. Traurigkeit ist ein ganz spezieller Gast. Mittlerweile kenne ich die Traurigkeit so gut, deswegen kann ich dir auch wirklich dazu was aus erster Hand sagen, dass ich sie einfach liebe. Wenn sie kommt, muss ich mich dann doch immer wieder daran erinnern, sie wirklich einzuladen. Und dann bringt mich das so sehr zu mir, so nah, so tief. Und dann bin ich richtig dankbar. Ich bin der Traurigkeit dann richtig dankbar, weil kein anderes Gefühl mich so zu mir bringt wie sie. Das ist das eine, was ich dir dazu sagen möchte aus meiner eigenen Erfahrung. Und ich möchte noch was sagen. Es ist völlig normal, dass du dich immer wieder völlig anders erlebst. Mir geht's genauso. Ich erlebe Tage oder manchmal auch Wochen, manchmal sogar Monate, wo ich eine bestimmte Stimmungslage habe. Ich verstehe überhaupt nicht, wo sie herkommt. Und dann, ich weiß nicht warum, ändert sich das plötzlich langsam. Und plötzlich fühle ich mich ganz anders. Und dann nach ein paar Wochen ändert sich das wieder. Oder nach ein paar Tagen. Ich habe gelernt, darüber nicht nachzudenken. Ich habe gelernt, mich anzunehmen und zu lieben, ganz gleich, wie ich mich fühle und nicht zu fragen, wo es herkommt. Dann bin ich mir am nächsten. Und dann bin ich offen. Dann ist es, ich könnte es auch so sagen, dann bin ich Gott am nächsten. Ja, wenn ich mir selbst gegenüber offen bin, dem, was tief in mir geschieht, dann bin ich für alles andere auch auf. Gerade wir Männer haben es da ein bisschen schwer damit. Viele Männer erleben sich selbst so, dass man eigentlich immer sehr gleich ist, jeden Tag. Könnte fast langweilig sein. Wenn man als Mann dann eine Frau an der Seite hat und erlebt, die jeden Tag eine völlig andere Stimmung hat und die ihren weiblichen Zyklus hat und im Laufe von 4 Wochen die verschiedensten Stimmungen durchlebt, als wäre sie ein ganzes Bündel an Individuen, da kann man als Mann nur staunen. Mir geht's so, ich komme dann im Vergleich dazu oft wie ein Mensch vor, der eigentlich immer gleich ist. Wir sind es nicht gewöhnt, aber das ist menschlich. Es gibt nicht diesen einen Tom, der so ist und der sich so fühlt, den gibt's nicht. Ich sag dir das, damit du für diese Veränderungen offen bist und dich nicht vor ihnen fürchtest. Ja, lad die Traurigkeit ein. Für immer. Danke, Tom. Dann lese ich jetzt die nächste Frage vor. Sie kommt von Alchemia. Hallo Alchimia, guten Abend. Ich freue mich, dass du da bist.
Lieber Michael, ich mache jeden Tag die Meditation und fühle mich schon viel besser. Was mir aber schwerfällt, ist zu glauben, ich bin eine heilige Seele und eine reine Seele. Was kann ich tun? Wirkt das Mantra auch auf Deutsch? Liebe Grüße, Alchimia. Danke. Ich freue mich über deine Frage. Das Besondere bei der Samapan-Meditation ist, dass du nichts glauben musst. Diese Meditation ist die Meditation der eigenen inneren Erfahrung. Du meditierst einfach jeden Tag, du sprichst dieses Mantra und vielleicht weißt du am Anfang gar nicht, was es bedeutet. Aber das macht nichts. Dieses Mantra erinnert dich an etwas, was du vergessen hast. Seit langer Zeit. Seit vielen Leben. Seit vielen Leben bist du auf der Suche nach dem Rückweg zur Verbindung zu dieser Seele. Deswegen ist es kein Wunder, dass du sagst, dass du nicht glauben kannst, dass du das bist, dass du nicht weißt, was das bedeutet. Es ist gut, wenn du einfach ehrlich bist. Und genau dafür meditieren wir ja. Weißt du, wir meditieren, um irgendwann unsere wahre Identität wieder zu erleben. Nämlich, dass ich eine Seele bin. Eine reine Seele, eine heilige Seele. Unbefleckt, unbeschadet. Für mich ist es so, ich sage dieses Mantra und es ist, als würde mich das öffnen. Ich weiß gar nicht, wie das geschieht. Und dann ruhe ich einfach in mir, dann ruhe ich im Kronenchakra. Und ich verstehe gar nichts. Du fragst, ob das auch auf Deutsch wirkt. Oh ja. Swamiji sagt, du kannst das Mantra in der Sprache sprechen, die dir am nächsten ist, in deiner Muttersprache. Er sagt, du kannst es auf Hindi sprechen. Da hat es eine besondere Wirkung, weil die meisten Menschen, die auf der Welt dieses Mantra sagen, dieses Mantra auf Hindi sprechen. Und es hat deswegen eine sehr kräftige Energie. Aber du kannst es auch genauso gut auf Deutsch sagen, wenn das deine Muttersprache ist. Weißt du, das ist eine emotionale Angelegenheit. Da geht es um Gefühl. Swamiji sagt, sag dieses Mantra mit Gefühl. Ja, fühl, was du da sagst. Auch wenn du gar nicht weißt, was es bedeutet. Und meine Erfahrung ist, dass man das mit Gefühl am besten in der eigenen Muttersprache sagen kann. Ich persönlich sage es auch sehr gern auf Hindi. Ich habe, ich weiß nicht warum, dazu eine ganz tiefe gefühlsmäßige Verbindung. Aber ich erkläre dir das, damit du verstehst, dass es eine ganz individuelle Sache ist. Das, was für dich gefühlsmäßig am nächsten ist, am wärmsten, mach das so. Und dann wirkt's. Es erinnert dich einfach, weißt du? Ja, danke für deine Frage. Dann lese ich eine Frage vor von Gotrananda. Kannst du mir den Namen nochmal sagen, bitte? Gotrananda. Hallo Gotrananda. Guten Abend. Wie schön, dass du da bist. Großartig, wie Michael die Ruhe rüberbringt. Lieber Michael, hast du Erfahrungen mit Lichtvisionen gemacht? Und kannst du das Licht fühlen und deuten? Oder sind da so viele, dass Berechnungen dazu anzustellen fehlschlagen?
Bitte lies mir das noch einmal vor. Lieber Michael, hast du Erfahrungen mit Lichtvisionen gemacht? Und kannst du das Licht fühlen und deuten? Oder sind das so viele, dass Berechnungen dazu anzustellen fehlschlagen? Danke. Ich bin ein sehr einfacher Mensch. Und ich weiß nichts über Lichtvisionen. Und wenn ich irgendeine Art von Bild in mir habe, besonders beim Meditieren, dann schenke ich dem keine Aufmerksamkeit. Das, was du in Wirklichkeit bist, hat nichts mit Licht zu tun. Es gibt viele heilige Dinge. Es gibt heilige Klänge, heiliges Licht. Aber was du wirklich bist, ist was ganz anderes. Das kann man nicht sehen, das kann man nicht hören, das kann man nicht spüren. Und doch kann man es ganz allmählich kennenlernen. Ganz subtil. Aber da gibt es nichts zu analysieren, da gibt es nichts zu wissen. So geht's mir. Und deswegen kann ich darüber nicht viel sagen. Also deswegen kann ich darüber überhaupt nichts sagen. Wenn es etwas ist, was dich fasziniert, wenn das etwas ist, wo du dich zu Hause fühlst, dann ist das für dich wunderbar. Aber ich bin in der Hinsicht sehr asketisch. Ich traue nur dem Nichts. Bei allem anderen habe ich das Gefühl, irgendein Teil von mir macht mir irgendwas vor. Ja. Danke für deine schöne Frage und verzeih, dass ich nicht mehr dazu sagen kann. Dann lese ich die Frage von Maria vor als nächstes. Guten Abend, Maria. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Lieber Michael, ich liebe meinen Job und er macht mir Freude. Es ist eine Kollegin, die immer alles besser weiß und sie kritisiert mich. Wie komme ich in Frieden mit der Situation? Danke. Hallo, Maria. Ich habe auch eine E-Mail von dir, wo du mich das Gleiche fragst. Und wenn du jetzt hier nicht geschrieben hättest, hätte ich wahrscheinlich nachher deine E-Mail vorgelesen. Und ich freue mich, dass ich auf diese Weise gleich antworten kann. Ja, du schreibst in deiner E-Mail ein wenig mehr als das, was du jetzt gerade geschrieben hast. Du schreibst, dass du dich dort sehr wohl fühlst und dass dich alle sehr schätzen und dass du es gut mit den Menschen dort hast und dass diese eine Kollegin für dich eben schwierig ist, weil sie dich kritisiert. Mein Rat an dich ist, dass du es nicht persönlich nimmst. Und es ist verzwickt. Weißt du, es ist so. Du bist bei der Arbeit und deine Kollegen schätzen dich. Und das gefällt dir. Das nimmst du gerne persönlich. Es hat in Wirklichkeit überhaupt nichts mit dir zu tun. Ja? Die mögen dich vielleicht, weil du für sie kein Problem bist, weil du deine Arbeit machst.
Du weißt nicht, warum sie dich mögen. Du hast keine Ahnung, was es in Wirklichkeit bedeutet. Aber du magst es. Du nimmst es persönlich. Wenn dann jemand kommt, der mit dir ein Problem hat, du weißt überhaupt nicht warum, dann nimmst du das auch persönlich. Und das ist dann schwer. In Wirklichkeit hat beides nichts mit dir zu tun. Diese Kollegin, die dir dort das Leben schwer macht, emotional. Wer weiß, warum sie so ist. Aber das Gleiche gilt für die anderen Menschen, die dich mögen. Und ich spreche darüber, weil bei den Menschen, von denen du gemocht wirst, da fängt das Problem an. Da üben wir das persönlich nehmen. Ja? Da freuen wir uns, da sind wir stolz drauf, dass wir in den Augen der anderen gut sind und eine gute Kollegin. Da öffnen wir das Tor. Da machen wir uns was vor. Und wenn dann jemand kommt, der ganz anders über uns denkt, dann nehmen wir das genauso persönlich. Und das schmerzt dann wirklich sehr. Und nicht persönlich nehmen heißt einfach, sich überhaupt nichts aus dem zu machen, was andere Menschen von dir denken. Weder im Guten noch im Schlechten. Wenn mir heute jemand sagt, ah, ich liebe dich, du bist so toll, dann weiß ich genau, was dieser Mensch da sagt, hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Und ich weiß, dass der gleiche Mensch morgen wahrscheinlich das Gegenteil über mich sagt. Es hat in Wirklichkeit nichts mit mir zu tun. Und was diese Menschen sagen, hat in Wirklichkeit nichts mit dir zu tun. Wenn du also solche Dinge hörst über dich, nimm's nicht persönlich. Ja? Interessiere dich nicht für das, was andere Menschen über dich denken. Das ist nicht persönlich nehmen. Es gibt da eine Geschichte von einem spirituellen Meister, der lebte in einer großen Stadt irgendwo in einem ganz normalen Apartmenthaus. Und es war ein ganz von außen betrachtet ein ganz normaler Mensch, aber er war ein großer Meister und er hatte viele Schüler, die ihn verehrten. Und sie kamen zu ihm und haben ihm immer gesagt, wie großartig er ist und wie dankbar sie sind. Und er hat immer sich das so angehört und hat gesagt, ja, ja, wenn ihr meint. Er war davon völlig unberührt. Und dann eines Tages kam der Nachbar, der eine Tochter hatte, zu ihm und hat ihn beschuldigt, dass seine Tochter von ihm ein Kind erwartet. Der hat ein Riesentheater gemacht. Ja, und das Mädchen hat gesagt, dass dieser Meister ihr ein Kind gemacht hat und seine Schüler waren entsetzt, haben ihn beschimpft. Und er sagt, haben ihm gesagt, du bist ein falscher Meister. Ja, das ist alles gelogen, was du gesagt hast. Und er sagt, so, wenn ihr meint. Er hat sich überhaupt nichts draus gemacht. Und dann haben sie ihn alle verlassen. Er hatte keine Schüler mehr. Und dann nach etwa 2 Monaten hat die Tochter dem Vater gestanden, dass das gar nicht dieser Meister war, das war irgendein Hallodri aus der Nachbarschaft. Sie wollte nur diesen Jungen schützen vor der Wut ihres Vaters.
Und dann kam die Wahrheit ans Licht. Und dann kamen alle Schüler wieder und haben ihm wieder gesagt, wie toll er ist und dass sie ja schon immer gewusst haben, dass er ein toller Meister ist. Und dann saß er wieder da und sagte, ah ja, wenn ihr meint. Er wusste, das hat alles überhaupt nichts mit ihm zu tun. Er hat sich überhaupt nicht darum geschert, was andere Menschen von ihm denken. Das war seine Meisterschaft. Er hatte seine Aufmerksamkeit bei seiner Seele. In sich, da wohnte der, da ruhte der, dort lebte der. Das ist das, was wir mit der Samapa-Meditation lernen. Diesen Weg zurück nach innen, um von dort das zu bekommen, was wir brauchen, was wir sonst so verzweifelt da draußen suchen. Und diese Kollegin von dir, die tut dir jetzt einen großen Gefallen. Die zeigt dir nämlich, wie sehr du sie ernst nimmst. Sie zeigt dir, wie sehr du da draußen deine Aufmerksamkeit hast, wie wichtig dir die Meinung anderer Menschen ist. Das zeigt sie dir und das ist ein großartiges Geschenk. Du sagst, was sollst du tun? Kümmere dich nicht um diese Kollegin, kümmere du dich um dich. Ja? Mach du deine Hausaufgaben. Kümmere du dich darum, wo du deine Aufmerksamkeit hast. Kümmere du dich darum, was du wichtig nimmst. Wenn du mit deiner Aufmerksamkeit in dir ruhst, und das ist am Anfang gar nicht so einfach, weil wir es überhaupt nicht gewohnt sind, dann kann so jemand kommen und über dich schimpfen oder dich lieben, dann ist es dir im Grunde einerlei. Aber das muss man lernen. Das muss man wirklich üben. Ein Weg dafür ist die Samapa-Meditation. Und dann lernst du deine Wurzeln in dir drin zu schlagen und dann werden die da ganz allmählich tiefer. Und der Effekt ist dann, dass dir das, was da draußen in der Welt mit dir geschieht, dich nicht mehr so umwerfen kann, weil du in dir drin verwurzelt bist. Das ist das Wichtigste, was du da tun kannst. Ja, dass du dich um dich selbst kümmerst, um deine Aufmerksamkeit. Und was du mit der Kollegin machen kannst, mach dir einfach klar, was du von ihr willst. Du willst, dass sie dich mag. Du willst, dass sie dich irgendwie so behandelt, dass du mit ihr kein Problem hast. Das ist zu viel verlangt. Das kann sie nicht. Sie ist so, wie sie ist. Warum auch immer. Dann behandle sie so, wie es angemessen ist, so einen Menschen zu behandeln. Ja? Schau, wenn zu mir jemand kommt und ganz freundlich ist, dann bin ich offen und freundlich. Wenn jemand zu mir kommt und sehr unfreundlich ist, dann kann ich ganz anders sein. Und das kann ich, weil ich von diesem Menschen nichts will. Mir ist es einerlei, ob mich dieser Mensch mag oder nicht. Aber wenn der mir das Leben schwer macht, dann kümmere ich mich um mich selbst. Ja, und dann kann ich auch ganz anders reagieren als bei den netten Menschen. Aber diese Freiheit und diese Kraft habe ich, weil ich von diesen Menschen nichts will. Aber wenn du von jemandem gemocht werden möchtest, anerkannt werden möchtest, geschätzt werden möchtest, dann gibt es manche Menschen, die spüren das und die lassen dich dann spüren, wie abhängig du von ihnen bist. Und das ist passiert bei deiner Kollegin. Sobald du aufhörst, von ihr irgendwas zu wollen, dass sie dich mag, wird sich das vollkommen ändern. Zwei Sachen geschehen dann. Wenn du nicht mehr darauf hoffst, dass sie dich mag und dass sie dich in Ruhe lässt, passiert was in ihr. Ja, das ist wie so eine energetische Verbindung, die ihr miteinander habt und von der du nichts weißt
und von der sie auch nichts weiß. Das passiert alles unbewusst. Aber wenn du von ihr nichts mehr willst, dann wird sie dich in Ruhe lassen. Und das Zweite, was passiert ist, wenn du von ihr nichts mehr willst, dann bist du in deiner Kraft, dann bist du unabhängig. Und wenn sie dir dann krumm kommt, kannst du ganz anders reagieren. Du hast in deiner E-Mail noch was geschrieben, was du jetzt hier nicht gesagt hast. Vielleicht darf ich das noch sagen. Du sagtest, du möchtest gerne ihr mit offenem Herzen begegnen und freundlich sein mit allen Menschen dort. Aber das fällt dir schwer, weil sie halt so ist, wie sie ist. Und genau das meine ich. Ich will niemandem mit offenem Herzen begegnen. Ich will zu niemandem freundlich sein. Ich will auch zu niemandem garstig sein. Ich weiß einfach nicht, ja, wenn ich nachher hier an der Haustür jemandem begegnen sollte, heute ist es schon ein bisschen spät dafür, aber vielleicht morgen, dann weiß ich nicht, wie ich reagieren werde. Das hängt davon ab, wie ich mich fühle, das hängt davon ab, wie der Gegenüber ist, wie ich dann sein werde, wie offen oder wie verschlossen, wie freundlich oder wie rabiat. Das entscheidet sich im Moment, wo es geschieht. Deswegen mein Rat an dich, vergiss die Vorstellung, wie du sein möchtest. Wenn du von ihr nichts willst und wenn du durch Meditation oder wie auch immer dein Fundament in dir findest, dann bist du unabhängig. Und dann kannst du ihr im Moment begegnen, so wie es dann angemessen ist, in einem ganz bestimmten Augenblick. Und wenn sie dann irgendwie sehr unfreundlich mit dir ist, dann kannst du entsprechend angemessen damit umgehen. Wer weiß, wozu du fähig bist. Vielleicht wirst du dich sehr überraschen. Und dann kommst du ein paar Stunden später wieder und ist vielleicht ganz anders drauf. Und dann kannst du ganz anders reagieren, weil du ihr im Moment begegnest und nicht von vornherein so einen Plan hast, wie du gerne wärest. Ich will nicht nett sein. Ich will auch nicht böse sein. Ich habe nichts damit zu tun. Ich lasse mich überraschen. Und dann wird es einfach. Lass dich von deiner Kraft überraschen. Lass dich von all dem überraschen, was möglich ist, von dem du noch gar nichts weißt. Aber das geht nur, wenn du von ihr nichts willst. Wenn es für dich einerlei ist, was sie von dir denkt. Und das ist eine Herausforderung. Wenn du dazu noch Fragen hast, freue ich mich sehr, nochmal von dir zu hören. Danke, Maria. Ich freue mich, dass du da bist. Michael, ich lese jetzt noch eine Frage vor und dann möchte die Leila gerne mit dir sprechen. Ich werde sie dann später freischalten. Ja, sehr gerne. Danke für die Vorwarnung. Lieber Michael, ich habe auch eine Frage. In der Meditation ist der Wille so groß, im Kronenchakra zu bleiben, sodass die ganze Meditation sehr anstrengend ist für mich. Hast du einen Rat für mich? Liebe Grüße, Nadine. Danke, Nadine. Ja, mit Willen kann man nicht meditieren. Weißt du, die Meditation ist ja im Grunde die Abwesenheit von Willen. Deswegen ist das so eine lustige Angelegenheit. Du gehst einfach da hoch mit deiner Aufmerksamkeit, ganz locker, spielerisch, weißt du? Das kann man nicht ernst machen. Du gehst einfach hoch, weil es sich gut anfühlt, weil das ein Ort ist, wo man wirklich entspannen kann. Ja. Aber versuch nicht da zu bleiben. Das geht nicht. Du kannst da hingehen. Das geht spielerisch. Aber dann da festhalten, das geht nicht. Wenn du das versuchst, meditierst du nicht, dann bist du am Ackern. Und deswegen ist es sehr, sehr anstrengend. Nee, mach das nicht. Geh einfach da hoch und genieße.
Und dann wirst du irgendwann feststellen, oh, ich bin da gar nicht mehr. Ich denke gerade an morgen oder an gestern. Und sobald du das bemerkst, vergiss die Gedanken und komm zurück. Das geht leicht. Das erfordert überhaupt keine Anstrengung. Aber dann da bleiben zu wollen, das ist anstrengend. Geh da hoch und sei da einfach, solange wie du da bist. So unangestrengt, ohne irgendwas zu tun. Ja, es spielt kein, du, egal wie oft du dich dabei erwischst, doch wieder in den Gedanken zu sein, mit deiner Aufmerksamkeit doch wieder woanders zu sein, spielt keine Rolle. Du kannst immer wieder zurückkommen, immer wieder. Und je entspannter du da oben bist, je spielerischer, je leichter, desto immuner wirst du gegen die Gedanken. Wir sind es gewohnt, alles richtig machen zu müssen. Ja, nichts falsch zu machen. Aber sowas gibt es bei dieser Meditation nicht. Mach dir keine Gedanken. Du könntest es falsch machen. Genieß einfach. Und dann merkst du, du bist in den Gedanken und das ist nicht so genussvoll. Und dann kommst du auf ganz natürliche Weise sofort wieder hierher zurück und erfreust dich wieder. Und je mehr du das genießen kannst, je lockerer du das machen kannst, desto besser wirst du darin. Das ist der Trick. Und wenn man das verbissen macht und dran festhält, dann wird es eigentlich nur schwieriger. Aber das erlebst du ja gerade. Swamiji hat einen sehr guten Tipp gegeben. Der sagte, kümmere dich nicht darum, wie deine Meditation ist. Schieb alles auf mich. Er sagt, wenn du eine Meditation hast, die dir nicht passt, weil du so viel denkst oder weil das nicht so klappt, wie du dir das vorstellst, schieb es alles auf ihn. Ja? Dann kannst du sagen, Swamiji, ja, was soll das? Ja, ist dein Problem hier. Ja, kümmer du dich drum. Ich gehe jetzt mal ins Kronenchakra, kümmer du dich um den Rest, weil so geht's nicht. Ja, kannst dich also richtig bei ihm beklagen, dann brauchst du dich nicht mehr drum kümmern. Das ist das Tolle. Ja. Er sagt, es ist seine Angelegenheit, seine Verantwortung. Ich finde das sehr hilfreich. Vielleicht hilft es dir ja auch. Danke. Schön, dass du da bist. Gut, dann schalte ich dich jetzt frei, liebe Leila. Hallo Lena, guten Abend. Lautstark. Hört man mich? Oh Ja, ja. Gut, wunderbar. Also hallo, Hallo, hallo Lena. ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich wollte dir sagen, ich habe heute dein Video angehört, zurück zu Unschuld. Und da ist etwas bei mir passiert. Da ist mir etwas klar geworden, das ich ganz, ganz lange in mir trage. Und zwar hat es eben mit diesem Beziehungsthema zu tun. Also ich freue mich auch heute als Valentinstag hier zu sein und also nichts gegen Männer und nicht mit einem Mann, sondern also mit Gott, weil das ist mein größter Thema. Ich habe immer mein Glück bei den Männern gesucht Ja, natürlich. und, und auch sehr lange mit was in der Vergangenheit passiert und was jetzt dann nicht mehr passiert. Heute, als ich dein Video gehört habe, eben über diese Frau, die, wo sie eine vergangene Erleuchtungserfahrung gehabt hat, ist etwas passiert mit mir. Und ich bin gerade so in einer Situation, dass alles, was alte Beziehung ist, funktioniert nicht mehr und es ist nicht die Beziehung, sondern die Muster in mir. Das geht nicht mehr.
das Neue ist noch nicht ganz da, also genauso wie bei ihr. Und gleichzeitig merke ich, also dass diese neue Kontakt oder Verbindung gleichzeitig schreitet mit meinen Seelenkontakt. Also ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll. Und manchmal stehe ich eben in so einem Konflikt, wo ich denke, was soll ich jetzt in Beziehung gehen oder eben doch nee, mit meiner Seele, mit Gott. Und aber ich kann es auch nicht trennen, weil ich merke, es geschieht gleichzeitig. Du sprichst von Beziehungen zu anderen Menschen Ja, und auch zu der Beziehung zu dir selbst. Also Sachen, die genau. parallel geschehen Es sozusagen. ist alles parallel und es ist einfach so, dass in der Vergangenheit hatte ich ganz viel Trauma, und zwar Trauma, wo ich isoliert wurde. Ich hatte keinen Kontakt. Also alles, was Kontakt und Beziehung ist, ist für mich wie lebenswichtig und dann gleichzeitig bedrohlich. Und gleichzeitig merke ich, das hat aber auch diesen Trauma mit dieser Trennung mit Gott zu tun. Also in dem Moment ist meine Seele praktisch rausgegangen. Und das fordert mich bis zu meinem Letzten, weil das ist wie, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, fast wie Da geht es um Leben und Tod. Leben und Tod und Ja, das hat aber auch mit Gott zu tun ja, ja. gleichzeitig, also auch mit das und es ist so, deswegen gehe ich auch mit so einer Inbrunst diesen Weg, weil ich merke, nur so löse ich das auch, aber ich habe also ganz lange das überhaupt nicht verstehen können, was mache ich denn falsch? Ich verstehe das nicht und heute war so wie ein Klick, aber vielleicht kannst du, während du mich auch hörst, vielleicht kannst du mir noch etwas sagen oder vielleicht noch. Aber auf jeden Fall ist etwas passiert in mir. Und ich danke sehr. Wenn ich dich richtig verstehe, dann fragst du dich, ob es ein Widerspruch ist. Ja, einerseits weißt du, dass es nur um diese Verbindung zu Gott geht, zu deiner Seele, aber auf der anderen Seite ergeben sich auf ganz natürliche Weise im Leben für dich die verschiedensten Beziehungen oder Kontakte zu Menschen und jetzt fragst du dich ja, soll ich mich darum überhaupt noch kümmern, weil eigentlich geht es ja nur um Gott. Ist das so Ja, das Thema, was dich beschäftigt? ein bisschen so, weil früher war ich in große Abhängigkeiten mit Menschen und jetzt ist das nicht mehr so und ich wundere mich gleichzeitig, weil ich merke, oh, da ist nicht mehr so ein Sog, aber diese Angst ist immer noch Angst da, also dieses, oh, dann kommt wieder diese Trauma ein bisschen, so diese Angst, wenn ich das nicht mache. Und da stehe ich ein bisschen so. Das ist echt, ja, das ist gerade Also es gibt da natürlich überhaupt keinen Konflikt. Ja? gar kein. Ähm, wir haben oft so eine Art Vorstellung im Kopf, so ein Entweder-Oder. Ja? Ja. Äh, wenn ich es richtig mache, dann sollte ich mich nur noch für meine Seele interessieren und mir sollte eigentlich alles andere egal sein. Aber das Mhm. stimmt nicht. Ja, ja. Ja? Äh, was sehr hilfreich ist, das ist, wenn du weißt, was für dich das Wichtigste ist. Ja, wenn du deine Prioritäten klar hast. Ja. Wenn du weißt, und das weißt du bereits, du Mhm. weißt, wo dein Glück und Wohlergehen letztlich herkommt, das weißt du. Ich Und weiß. deswegen kümmerst du dich darum. Dann meditierst du oder was auch immer du tust. Aber dann hast du dein Leben. Mhm. Und in diesem Leben passieren ganz viele Dinge, die einerseits schwierig für dich sind, aber dich andererseits auch auf diesem inneren Weg weiterbringen. Mhm. Also es ist nichts, was du vermeiden musst. Im Gegenteil. Mein Rat an dich ist, wenn dich was interessiert,
wenn du dich irgendwo hingezogen fühlst, wenn dich irgendwas fasziniert oder wenn du dich wieder verliebst, auch wenn du weißt, um Gottes Willen, ja, da ist doch nichts zu holen, ich weiß es ganz genau, aber denk nicht drüber nach, ja, sei nicht erleuchteter als du bist, ja, sei so wie du bist. Und du weißt, was funktioniert, du weißt, was wichtig ist und gleichzeitig bist du Mensch und sei so wie du bist. Folg deiner Energie, auch wenn du den Kopf drüber schütteln möchtest. Ja, ich mache das Gleiche. Ja, ich und deine Energie führt dich in Richtungen und an Orte, wo du immer wieder das erlebst und das lernst, was bei dir noch zu erleben und zu lernen ist. Das macht das Leben ganz automatisch. Ja. Du tust dir überhaupt keinen Gefallen, wenn du sagst, nee, nee, ich weiß ja, das ist alles unwichtig. Ich sollte es doch schon wissen, aber das ist nicht gut, wenn du dich dahin gezogen fühlst, wenn dich was fasziniert. Mein Rat ist, geh dahin. Aber jetzt, weißt du, heute gehst du da anders hin als früher. Du bist, du bist eine andere geworden. Du hast viel mehr Bewusstheit. Du bist viel aufmerksamer. Du spürst dich viel mehr. Jetzt gehst du in eine Situation, die vielleicht ganz ähnlich ist wie eine, die du früher schon mal erlebt hast. Aber du erlebst sie völlig anders. Ja? Und meine persönliche Erfahrung in meinem Leben ist, ich muss die gleichen Dinge wieder und immer nochmal erleben. Und dann erlebe ich sie wieder und dann erkenne ich, ah, so ist es. Und dann denke ich, jetzt habe ich es verstanden. Aber das stimmt nicht. Ja? Irgendwann später, ein paar Wochen später oder ein paar Monate oder ein paar Jahre später, erlebe ich das Gleiche nochmal. Aber dann auch wieder anders. Es ist wie so eine Spirale. Ja? Ganz allmählich werden wir immer bewusster, aber wir kommen auch immer wieder an den gleichen Stellen vorbei. Wir erleben die gleichen Dinge immer wieder, aber nie gleich, immer ein bisschen anders. Das heißt, mach dir keine Sorgen, vermeide nichts, ja, sei dir treu, genieß das Leben, akzeptiere den Schmerz, wenn er dir geschieht, Ja. und kümmere dich um deine Seele, so gut du halt kannst. Ja. Also das praktische Leben da draußen arbeitet mit deinem Seelenweg zusammen. Ja. Ja, das ist einfach so. Da gibt es überhaupt gar kein Problem. Mhm. 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 Und dann verlierst du ganz allmählich auch die Angst vor diesen Dingen, ja, die dich so verunsichern. Und du wirst immer stärker in dir drin und dann erlebst du immer mehr, oh wow, früher hätte ich das ganz anders erlebt. Weißt du, wie ich meine, dann, dann verlierst du das Trauma ganz allmählich, weil du immer wieder erlebst, ah, heute ist es anders. Ja, aber das müssen wir x-mal erleben. Immer wieder. Immer wieder. Ich weiß nicht, ob das jetzt so in die Richtung geht, was dir hilft, aber das kommt mir dazu, wenn ich dir zuhöre, Lena. Ja. Ja, Ja. Ja, danke. ah, gern. Ich freue mich, Danke. dass du da Vielen bist. Dank. Ja, ja. Dankeschön. Also vielen Dank überhaupt, weil für mich deine Video, die lassen mich so viel erkennen und ich verstehe dann so viel, erkenne so viel, warum mein Weg so ist, warum es so sich so vollzieht. Und das ist wunderschön. Also, Hm. das Das freut mich kann ich gar sehr. nicht fassen. Das ist, manche Videos gucke ich mir 20 Mal an. Ja. Also Weißt du, wir sind alle so, gleich. Wir sind alle so gleich. Die mhm. Herausforderungen, die wir alle haben, sind fast ah, bis ins Kleinste die gleichen. Ja? Ja, Es ja. ist faszinierend. Und deswegen können wir uns auch so gut miteinander unterstützen. Ja. Ich freue mich, dass du da bist, Lena. Ja.
Ich auch, danke. Ja, Vielen Dank. gerne. Gut, dann lese ich weiter vor. Ja, gerne. Danke, Simone. Hiranyakashipu. Ah, grüß dich, Rania Kashipo. Hi Michael. Wie ist deine Erfahrung mit Überforderung und Empfehlung, damit umzugehen? Ach, du stellst immer so tolle Fragen. Auf dieser ganzen Welt gibt es nur einen einzigen Menschen, der dich überfordern kann. Das bist du selbst. Wenn du das weißt, weißt du auch, wie du damit umgehen kannst. Jemand anders kann zu dir kommen und von dir irgendwas verlangen. Wenn du von dem Menschen nichts willst, bist du frei. Vielleicht ist es deine Freundin, die von dir irgendwas erwartet. Du fühlst dich völlig überfordert. Du fühlst dich nur überfordert, weil du willst, dass du das tust. Weil du Angst hast, sie zu verlieren. Wenn du bereit bist, sie gehen zu lassen, dann bist du frei. Dann brauchst du dich nicht überfordert fühlen. Und dann gibt es plötzlich überhaupt gar kein Problem mehr. Und dann habt ihr es wieder schön miteinander. Vielleicht ist es dein Chef, der kommt und was von dir verlangt. Und du weißt genau, das schaffst du nie. Aber du willst, dass du das schaffst, weil du Angst hast, deinen Job zu verlieren oder du hast Angst, dass er dir ein schlechtes Zeugnis gibt oder du hast einfach nur Angst, dass er auf irgendeine Art und Weise reagiert, die dich ängstigt. Aber wenn du nichts von ihm willst, wenn du bereit bist, dass er dann schimpft oder wenn du bereit bist, dass du keinen Job mehr hast, dann brauchst du dich selbst nicht überfordern. Und dann geht alles besser. Und der Kopf, der denkt sich dann ganz wilde Sachen aus und denkt, das geht ja überhaupt nicht. Ja, ich kann doch zu meinem Chef nicht sagen, das mache ich nicht. Aber das meine ich nicht. Das Einzige, was ich sage, ist, hör auf, dich selbst unter Druck zu setzen. Und wenn du das aufhörst, dann wirst du kreativ. Dann fallen dir plötzlich ganz viele andere Sachen ein, die man da machen kann, die alle funktionieren. Aber wir sind es gewohnt, uns selbst unter Druck zu setzen. Wir tun das, ohne dass wir das merken. Jemand kommt zu uns, gibt uns irgendwelche Signale und sofort setzen wir uns selbst unter Druck. Da kommt die eigentliche Überforderung her. Ich kenne das auch. Ich arbeite sehr viel. Es ist die, die Videos zu machen und die Satzangs und die Korrespondenz und alles, was damit zu tun hat, ist viel Arbeit. Aber ich mache sie so gern. Aber es ist eine ganz feine Linie für mich, ja, wo es Freude macht und wo es gut läuft und wo ich mich überfordere, weil irgendwas in mir glaubt, das Ego, ja, der Verstand, aber ich muss doch noch mehr schaffen oder schneller oder dem fällt immer irgendwas ein. Und sofort bin ich angestrengt. Sofort bin ich überfordert. Das geht ganz schnell. Wenn du dich also überfordert fühlst, erkennst du daran, was du gerade mit dir selber treibst. So geht's mir. Ja, ich merke dann, oh, ich fühle mich ein bisschen gestresst, ich fühle mich ein bisschen unter Druck und ich weiß genau, der Einzige, der mir hier Druck machen kann, das bin ich selbst. Und dann denke ich, im Moment mal, was mache ich überhaupt? Und dann schaue ich genauer hin. Und dann kann ich mich wieder in Ruhe lassen. Vielleicht musst du damit ein bisschen spielen, um rauszukriegen, was du da mit dir selber machst. Aber da kommt's her. Ja, von dir selbst.
Danke. Danke für deine Frage. Die nächste Frage ist von Sandra. Guten Abend, Sandra. Schön, dass du da bist. Hallo. Bringen Verbindungen uns nicht auch näher zu uns selbst, wenn man einfach in Offenheit authentisch miteinander zusammen sein kann? Ist das nicht das, was den meisten Menschen fehlt? Echte Nähe zueinander? Oh ja. In Verbindung mit anderen Menschen erleben wir uns selbst. Es ist einfach ein Segen, in Verbindung mit anderen Menschen zu sein, wenn dir danach ist. Und es gelingt am besten, wenn du dir treu bist. Das gelingt am besten, wenn du die anderen Menschen so akzeptieren kannst, wie sie sind. Du sagtest ja eben, in Offenheit. Ja, das heißt, ich akzeptiere den anderen, wie er ist. Ich will nichts von dem anderen, ich verlange nichts von dem. Ich habe auch keine Vorstellung darüber, wie der sein sollte, sondern ich akzeptiere den anderen, wie er ist. Dann, in dieser vollkommenen Freiwilligkeit, da kann ich dem anderen begegnen. Und das ist einfach wunderbar. Aber du wirst was feststellen. Weißt du, die meisten Menschen erleben ja nicht diese Art von Miteinander. Die meisten Menschen erleben ein Miteinander, was sehr kompliziert ist und problembeladen, weil man eben Erwartungen aneinander hat. Weil man oft, ohne dass man das merkt, von den anderen was erwartet und verlangt. Und dann stellt man sich vor, wenn das alles anders wäre, wenn es richtig gut funktionieren würde, dann würde ich die Nähe finden, die ich eigentlich möchte, die ich eigentlich brauche. Aber meine Erfahrung ist eine andere. Ich habe in den letzten Jahrzehnten immer mehr gelernt, von anderen Menschen überhaupt nichts zu erwarten. Und dadurch wurden die Beziehungen zu anderen Menschen immer unkomplizierter, immer einfacher, immer schöner. Ich habe so viel Schönes erlebt. Aber immer wieder habe ich dabei erkannt, die eigentliche Nähe, die wahre Nähe, ist die, die ich mit mir selbst erlebe. Da kommt kein anderer Mensch dran. Noch nicht mal ansatzweise. Wenn du beginnst, dir selbst nahe zu sein, weil du authentisch bist, weil du dir selbst treu bist, weil du von anderen nichts mehr verlangst, nichts mehr erwartest, sondern weil du entdeckt hast, dass du das alles in dir findest, dann hast du die Nähe zu Gott gefunden, die Nähe zu deiner eigenen Seele. Und wenn du die hast, das ist meine persönliche Erfahrung, dann erlebst du sozusagen durch dich selbst hindurch die Nähe zu den anderen. Das heißt, ganz praktisch, je näher ich mir selbst bin, desto inniger ist meine Beziehung zu den anderen Menschen. Aber ich bin mir nahe. Durch mich durch erlebe ich dich. Die meisten Menschen probieren es andersrum. Sie möchten die Nähe da draußen zum anderen Menschen finden und diese Beziehung gestalten und zum Funktionieren bringen. Und das funktioniert nicht. Die Nähe, die dich nährt, ist die Nähe zu dir selbst. Das ist ein bisschen schwierig für uns Menschenkinder. Weißt du, als du ein ganz kleines Kind warst, da hast du die Nähe zu diesem großen Menschen, zu deiner Mutter, so sehr gebraucht, dass sie lebenswichtig war. Wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes. Ohne den innigen Kontakt stirbt das kleine Menschenbaby. Und das sitzt ganz tief in uns. Diese alte Abhängigkeit, die damals nie in dem Maße befriedigt worden ist,
wie es eigentlich notwendig gewesen wäre. Aber die Zeiten sind vorbei. Du bist kein Baby mehr. Jetzt kann dir jemand da draußen das nicht mehr geben. Aber die Sehnsucht ist natürlich noch da. Es ist meine persönliche Erfahrung, dass du das in dir findest. Diese echte Nähe. Die Nähe, die wirklich nährt. Und da entdeckst du dann die Nähe zu den anderen Menschen. Aber die ist dann leicht. Die kommt einfach als Nebenprodukt, weil du ganz innig mit dir bist, mit Gott. Das ist meine persönliche Erfahrung zu dem Thema. Also da gibt es überhaupt gar keinen Widerspruch. Ja, die Nähe mit anderen Menschen ist wunderbar. Aber fang bei dir selbst an. Das ist der Trick. Das ist das Entscheidende. Und dann geht der Rest von selbst. Ganz unkompliziert und ganz einfach und sehr freudvoll. Danke. Schön, dass du da bist. Ich lese jetzt eine Frage von Minona vor. Guten Abend, Minona. Hallo. Mich vor anderen Menschen zu öffnen und verletzlich und echt zu werden, ist ganz oft wunderschön und himmlisch. Ganz oft fährt aber auch eine richtige Wand in mir hoch. Manchmal einfach wie erstarrt, manchmal auch richtig wütend und abwehrend. Das lasse ich natürlich auch einfach so zu, so gut es eben geht. Aber da ist schon irgendwo die Hoffnung, dass dieser alte Kampf mal in der Gegenwart ankommt und Frieden findet. Ich würde dir gerne eine andere Sichtweise auf deine Erfahrung mit dir selbst anbieten. Weißt du, wir haben diese Vorstellung, wir sollten immer offen, innig, authentisch und liebevoll sein. So wie vorhin auch anklang bei, ich glaube, Maria war das, die von ihrer Erfahrung mit der Kollegin gesprochen hat. Aber das stimmt nicht. Wir sind nicht immer offen und liebevoll und zugänglich. Und das hat seinen Grund. Oft verstehen wir den Grund nicht. Ich sag dir, wie ich das mache. Wenn ich offen bin, dann lasse ich das zu. Manchmal ist es gar nicht so einfach, weil es sich sehr verletzlich anfühlt. Hast du ja auch gesagt. Aber ich bin bereit dazu. Ich fühle mich offen, okay? Wenn Gott mich jetzt gerade offen gemacht hat, dann soll das wohl so sein. Dann genieße ich das jetzt, dann ertrage ich das jetzt und dann nehme ich alles in Kauf, was damit einhergeht. Manchmal bin ich total verschlossen. Und dann akzeptiere ich das. Ich weiß nicht wieso, aber da bin ich verschlossen. Und die Offenheit dient dir, aber die Verschlossenheit auch. Die Wand dient dir. Die Wut ist ein toller Freund. Das ist deine Kraft. Ja. Weißt du, es ist, als hättest du ganz viele Freunde um dich rum. Und die kommen immer dann, wenn du sie gerade brauchst. Und das Tolle an diesen Freunden ist, dass du überhaupt nicht wissen musst, wen du gerade brauchst. Das wissen die Freunde selbst. Du brauchst einfach nur da sein, wo du bist. Dann bist du in einer bestimmten Situation und plötzlich merkst du, du spürst ganz deutlich, wie diese große Offenheit neben dir steht. Und das fühlt sich wunderbar an. Und manchmal merkst du, oh, wer ist denn da? Und dann steht die Wand neben dir und du bist total geschlossen. Du denkst du, oh, wow, interessant, ja. Mein Freund, die Wand ist da. Ich weiß nicht, warum sie da ist, aber die wird schon wissen, warum sie da ist. Und dann bist du geschlossen.
Manchmal kommt die Wut. Du denkst, du solltest freundlich sein. Und du denkst, die Wut ist ein Problem und irgendwas Altes, aber die Wut ist da. Und die Wut weiß es besser. Und die sagt, jetzt bin ich da, ich übernehme hier, ich passe jetzt auf dich auf. Ja. Die Wut ist dein Freund. All diese Freunde sind deine Freunde. Nichts von all dem ist verkehrt. Wir haben so eine ganz lustige Idealvorstellung davon, was gut und was schlecht ist und wie wir sein sollten. Vergiss das alles. Ich habe das ja vorhin schon anklingen lassen. Ich kann so offen sein und so freundlich. Aber im Handumdrehen kann ich vollkommen anders sein, so dass es mich selbst überrascht. Und es ist gut so. Das ist deine Kraft. Ja. Deswegen freue ich mich, was du erzählst. Mach Frieden mit all den Teilen von dir. Es ist schön, dass du die alle hast. Ist nichts verkehrt. Das Einzige, was nicht nötig ist, ist diese Furcht, diese Bewertung darüber. Ja, die Wand ist nicht gut. Die Wut ist auch nicht gut. Und es ist nicht so einfach, weißt du. Wir wir lernen natürlich von unserer Umgebung, dass wenn wir offen sind, das wird geschätzt. Schon als Kind mochten das unsere Eltern, wenn wir offen und freundlich sind. Wir haben viel Lob dafür bekommen. Aber wenn wir verschlossen waren oder gar wütend, das war eine andere Nummer. Da haben wir gelernt, das ist nicht gut. Das kriegst du auch heute noch von deinen Freunden, von deinen Kollegen, von deinen Verwandten, von deiner Familie, von deinen Liebsten. Wenn du wütend wirst oder verschlossen, dann mag dich plötzlich keiner mehr. Aber wenigstens du solltest deine Wut lieben und deine Verschlossenheit. Ich meine es wirklich so. Das sind gute Freunde. Es gibt natürlich auch Reaktionen, die aus einer tiefen Unbewusstheit kommen. Ich kenne das bei mir zum Beispiel. Manchmal mit den Kindern erlebe ich das öfter. Ja, Kinder berühren ja oft ganz alte Sachen in einem, besonders die eigenen Kinder. Manchmal verhalten sich die Kinder auf irgendeine Art und Weise, die mir irgendeinen Knopf drückt. Und dann erlebe ich plötzlich, wie ich barsch reagiere, aber das hat nichts mit Kraft zu tun. In dem Moment das passiert automatisch, ohne dass als wäre ich nicht anwesend. Das ist etwas, was ich nicht genieße. Aber wovon ich hier spreche, ist, wenn du ganz da bist und im Reinen bist mit diesen Energien, die da in dir hochkommen. Wenn du damit bewusst sein kannst und die trotzdem da sind, dann ist es eine gute Sache. Ich danke dir für deine Frage. Simone, hast du noch Ja, was? ich habe noch was. Ja, wie schön. Ich möchte kurz von Maria noch was vorlesen. Danke für die wunderbare Antwort. Du hast mir eine andere Perspektive gezeigt. Danke von Herzen. Sehr gerne. Danke, Maria. Danke für deine Frage. Und Thomas, von dem ich zu Beginn eine Frage vorgelesen habe, hat auch noch eine Rückmeldung und eine Frage.
Danke, Michael, für deine Antwort. Sie hat mich sehr berührt. Mich beschäftigt noch etwas. Es ist mir unangenehm, das zu fragen. Aber wie begegne ich meiner Partnerin in dieser Zeit der Traurigkeit? Die einzige Frage ist, wie du dir selbst begegnest. Schau, begegne erst dir selbst. Begegne erst deiner Traurigkeit. Da ist nichts, da ist kein Platz für irgendwas anderes. Solange du dir selbst nicht begegnest, hat kein anderer Mensch Platz. Und es kann gut sein, dass du ihr dann sagen musst, Liebste, jetzt nicht. Sorry, es hat nichts mit dir zu tun. Bitte lass mich allein. Und wenn du mit der Traurigkeit bist, dann spürst du schon, wenn da wieder Platz ist. Und je inniger und je aufrichtiger du mit der Traurigkeit bist, desto einfacher wird es dann, auch wieder Platz für andere zu haben. Aber da besteht überhaupt gar keine Eile. Es ist nicht ganz einfach, weil wenn, besonders für den anderen, für den Partner, ja, wir sind sehr gewohnt, uns ständig gegenseitig Aufmerksamkeit zu geben. Und wir sind es gerade als Partner gewohnt, uns ständig Signale zu geben. Ah, du bist in Ordnung. Ja, ich liebe dich noch. Ja, es ist alles gut. Und wenn einer in der Partnerschaft plötzlich sich zurückzieht, ist es für den anderen oft wirklich schwer. Das verunsichert den anderen oder ängstigt ihn oder sie. Aber damit muss sie lernen, umzugehen. Das ist nicht deine Verantwortung. Du kannst es ihr so leicht machen wie möglich. Du kannst ihr sagen, du, hör mal, es hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Ich brauche einfach Zeit für mich gerade. Ich verstehe es selber nicht. Mach dir keine Gedanken. Es wird wahrscheinlich nicht viel nützen. Das wird sie lernen müssen. Es ist zutiefst verunsichernd für den anderen, wenn man plötzlich nicht mehr diese ständige Aufmerksamkeit gibt, wenn man das gerade nicht kann. Aber das ist wichtig, dass du zuallererst dir selbst diese Aufmerksamkeit gibst und deiner Traurigkeit. Und am schwierigsten ist es ganz zum ersten Mal. Ja? Wenn du das noch nie gemacht hast, wenn du dir noch nie die Freiheit genommen hast, dich zurückzuziehen, ein Retreat zu machen sozusagen. Und, und nicht mehr auf andere zu reagieren, sondern ganz bei dir zu sein. Das ist für die anderen beim ersten Mal am allerschwierigsten. Aber wenn du das dann ein paar Mal gemacht hast, dann wissen sie, ah ja, der hat wieder seine Zeit, ist schon okay. Aber am Anfang nehmen sie es unglaublich persönlich. Und es gibt nicht viel, was du machen kannst. Du kannst dir wirklich erklären, hör mal, das ist gerade wichtig für mich, dass ich mir selbst Aufmerksamkeit gebe, dass ich alleine bin. Ja. Aber wie sie damit zurechtkommt, das liegt nicht in deiner Hand. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, da hatte meine Freundin eine Phase, meine damalige Freundin, das ist schon lange her, 20 Jahre ist das her. Da hatte meine Freundin eine Phase, wo sie nicht reden wollte. Ja, das hat sie mir auch gesagt. Sie hat zu mir gesagt, du, das ist mir gerade wichtig. Ich muss mich gerade zurückziehen. Wir lebten zusammen. Ja, wir waren im gleichen Haushalt. Sind uns ständig begegnet. Aber sie hat nicht auf mich reagiert und nicht mit mir kommuniziert. Und das war so abgesprochen. Ich wusste, das macht sie jetzt. Ich wusste, das ist wichtig für sie. Ich wusste auch, das hat nichts mit mir zu tun. Aber es war für mich wirklich eine Herausforderung.
Das war zu einer Zeit, da war ich schon viele Jahre bei meinem spirituellen Meister gewesen. Ich war schon sehr vertraut mit diesem bei mir sein, bei mir bleiben. Aber trotzdem war das für mich eine große Herausforderung. Ich weiß also, dass es nicht so einfach ist. Aber du hast keine Wahl. Vielleicht hilft es ja, wenn du ihr die Aufzeichnung von diesem Satzang gibst und sagst, schau, so meine ich das, so wie er das da sagt. Das hat echt nichts mit dir zu tun. Ja. Jetzt bist du dran. Das ist wichtig. Danke, Tom. Ich freue mich, dass du da bist. Ich lese eine Frage vor von Sabine. Hallo Sabine, guten Abend. Lieber Michael, wenn ich meditiere, geht es mir danach meistens richtig gut. Aber manchmal habe ich nach einer Meditation, die ich dann länger mache, Übelkeit. Was meinst du mit einer Meditation, die du dann länger machst? Das verstehe ich nicht. Ja, vielleicht kannst du mir das noch sagen, was du damit meinst, dieses länger machen. Und vielleicht magst du mir auch sagen, ob das die Samarpan-Meditation ist oder irgendeine andere. Simone, wenn du noch eine andere Frage hast, dann liest die vor und wir warten. Und danach liest du mir die Antwort von Sabine vor. Danke. Ja, gut, mache ich. Ich habe eine Frage von Franziska. Franziska, guten Abend. Hallo. Lieber Michael, wie lerne ich den Segen, der mir geschieht, auch anzunehmen? Ich habe das Gefühl, ich torpediere ab und zu mein eigenes Glück, obwohl ich mich mittlerweile so sehr verbunden mit meinem wahren Wesen fühle. Vielleicht kannst du dazu etwas sagen. Ja, natürlich machen wir das. Ja, das ist einfach so. Sei geduldig mit dir selbst. Meditiere einfach. Heiß die Gefühle willkommen, so gut du kannst. Und torpediere dein Glück immer wieder. Es macht nichts. Es geht trotzdem weiter. Weißt du, das ist ja das Tolle. Wir torpedieren unser Glück ganz allmählich immer weniger. Das ist wie so eine alte Gewohnheit, so eine Selbstsabotage, die ganz, ganz langsam ausläuft. Es ist einfach altes Karma, das wir dadurch leben. Ja, Dinge, die wir einfach noch tun müssen. Da kommen wir nicht drum herum. Und dann erlebst du das, wie du das machst. Und dann akzeptierst du es. Und du akzeptierst die Gefühle, die damit einhergehen. Und du nimmst es nicht persönlich. Ja, wenn du jetzt sagst, jetzt habe ich mich schon wieder torpediert, das hilft nicht, sondern einfach, okay, so ist es. Gott wollte, dass hier wieder torpediert wird. Okay, einverstanden. Ja, nimm es so unpersönlich an, wie du nur kannst. Das ist die beste Art, diese alten Dinge zu behandeln. Und dann wird es ganz allmählich weniger. Und irgendwann ist es weg und dir fällt es gar nicht mehr auf, weil du es nicht mehr persönlich nimmst. Und es eigentlich gar kein Problem mehr für dich ist. Vielleicht gibt dir das einen Geschmack davon, in welche Richtung es gehen kann. Das hat all diese alten Dinge können wir auf diese Art und Weise befrieden, indem wir sie erleben und da sein lassen, als hätten sie mit uns überhaupt nichts zu tun. Wir akzeptieren sie einfach. Wir geben ihnen Platz in unserem Leben, weil sie da sind, als hätte ich damit überhaupt nichts zu tun. Dann verschwindet dieses alte Karma, dann verschwinden diese alten Muster. Aber wenn ich es persönlich nehme, entweder weil ich darunter leide
oder weil ich denke, ich habe was falsch gemacht, dann geben wir den ganzen Futter und dann bleibt es noch eine Weile. Ich muss immer wieder über mich selbst schmunzeln, wenn ich Sachen mache, wo ich ganz genau weiß, die sind nicht gut für mich. Aber so ist er halt, der Kleine, sage ich dann immer. Ich habe ihn einfach lieb. Danke, Franziska. Ich freue mich, dass du da bist heute Abend. Haben wir denn von, wie hieß sie, eben schon was gehört? Nein, wir haben noch nichts gehört von Sabine. Ja, vielleicht meldet sie sich ja noch. Lest doch noch eine Frage vor und wenn wir dann nichts von ihr gehört haben, dann versuche ich einfach so noch was dazu zu sagen. Aber mir wäre lieber, ich würde noch was hören. Gut. Danke. Ich habe eine Frage von Helena. Guten Abend, Helena. Hallo Malte, ich bin Helena. Was ist das für ein Mantra? Ich kenne das nicht. Herzlich grüßt Helena. Danke für die Frage. Das Mantra, das ist das sogenannte Seelenmantra und es gehört zu der Meditation, die Swamiji aus dem Himalaya bringt, die Samarpan-Meditation. Und bei der Samarpan-Meditation ruht man für eine halbe Stunde mit der Aufmerksamkeit hier oben im Kronenchakra. Es geht ganz leicht. Die Aufmerksamkeit ist da oben im Kronenchakra, einfach diese körperliche Stelle da oben, die man anfassen kann. Und das geht nur, wenn man nicht denkt. Ja, wenn du denkst, bist du mit der Aufmerksamkeit nicht mehr da oben, sondern du bist in Gedanken. Und dann kehrt man halt wieder zu dieser Stelle zurück. Und zu Beginn der Meditation, wenn man sich hinsetzt, zu Beginn dieser halben Stunde, sagt man dieses Seelenmantra. Ich bin eine heilige Seele, ich bin eine reine Seele. Das wiederholt man 3-mal. Und das ist wie eine Erinnerung an das, was wir längst vergessen haben. Bei der Samarpan-Meditation, wenn du mit deiner Aufmerksamkeit hier oben ruhst und es jeden Tag machst, jeden Tag eine halbe Stunde, dann passiert was, was du so unmittelbar gar nicht wahrnimmst. Das passiert ganz allmählich, das passiert von selbst, wie so eine Pflanze, die allmählich und unmerklich wächst, nämlich, dass deine Aufmerksamkeit für das Innere, deine Wahrnehmungsfähigkeit für dein Inneres, nicht für die Gefühle, nicht für die Gedanken, sondern etwas, was viel tiefer innen liegt, für deine Seele, die wächst. Ganz allmählich begegnest du deiner Seele. Das ist das, was du in Wirklichkeit bist. Und dieses Seelenmantra, ich bin eine heilige Seele, ich bin eine reine Seele, das ist die Erinnerung daran. Und du weißt vielleicht überhaupt nicht, was das bedeutet. Aber wenn du dieses Mantra sagst, wird diese Erinnerung gefördert. Du weißt nicht wie, aber es passiert. Und man sagt es 3-mal zu Beginn der Meditation mit Gefühl und dann meditiert man eine halbe Stunde. Ja, das ist das Geheimnis von diesem Mantra. Man kann es auch auf Hindi sagen, Me ek pavitra hum, Me ek shuddha, nee, Me ek pavitra atma hu, Me ek shuddha atma hu. So heißt es auf Hindi, so sagt es Swamiji immer. Ja. Wenn du mehr darüber wissen willst, schreib mir, ich schicke dir ein paar Links, wo du alles darüber erfährst. Danke. Danke für diese schöne Frage. Ich rede so gerne über die Meditation. Haben wir von Sabine was gehört? Ja, Sabine hat geschrieben. Danke. Mit längerer Meditation meine ich nicht die Samarpan-Meditation. Das passiert bei anderen Meditationen, die ich dann 1 Stunde mache. Ja, danke, Sabine. Ja, ich kann natürlich zu einer anderen Meditation nicht wirklich viel sagen. Ich kann nur meine persönliche Erfahrung teilen. Meditation ist kein Sport. Ja? Es geht nicht darum, möglichst lang zu meditieren. Bei der Samarpan-Meditation geht es darum, sich zu erinnern an das, was wesentlich ist, ja, an das Echte, an das, was ich in Wirklichkeit bin.
Wenn man eine halbe Stunde da sitzt und die Aufmerksamkeit aufs Kronenchakra richtet und damit immer wieder von den Gedanken weg, dann bekommt man in dieser halben Stunde ganz allmählich ein ganz feines, kleines Gefühl dafür, wo man wirklich wohnt. Und mit diesem feinen, leisen Gefühl geht man dann in den Tag hinein. Und dann lebt man den Tag anders als sonst. Und dann wächst es von ganz allein immer mehr. Wenn man irgendeine Meditation macht und das als, ja, ich will es mal sagen, als Sport macht, ja, und versucht, etwas zu erzwingen eigentlich, dann gerät irgendwas aus dem Gleichgewicht. Das ist mein Gefühl. Aber ich kann nicht wirklich was dazu sagen, weil ich das nicht mache. Ja, ich kann da nicht wirklich meine ganz persönliche Erfahrung dazu sagen. Was ich weiß, ist, dass die Samarpan-Meditation leicht ist und angenehm ist. Es ist wichtig, die Meditation machen zu können, ohne sich zu plagen, ohne sich anzustrengen. Sonst ist es keine Meditation, sonst ist es Sport. Ja. Im Kronenchakra ruhen, loslassen, nicht denken, geht nur, wenn man sich überhaupt nicht anstrengt. Weil wenn man sich anstrengt, dann denkt man. Ja. Dann meint man, ah, ich muss aber so. Ja. Wenn es von selber geht, ist es anstrengungsfrei. Deswegen setzt man sich bequem hin. Ich sitze am liebsten im Schneidersitz, das ist für mich das Allerbequemste. Und dann genieße ich einfach und entspanne mich. Aber sobald es anstrengend wird, und ich nehme mal an, wenn es dir übel wird, dann ist da in deinem Körper irgendwas nicht glücklich, dann würde ich das für mich als Zeichen werten, dass ich irgendwas mache, was zur Meditation eigentlich nicht passt. Aber wie gesagt, bitte nimm das, was ich hier sage, mit Vorsicht, weil ich die Meditation, die du machst, nicht kenne. Aber wenn es mir schlecht wird beim Meditieren, dann denke ich, Moment mal, irgendwas mache ich hier falsch. Ja, danke Sabine. Danke, dass du nochmal geschrieben hast. So, und wir müssen jetzt leider, ich könnte jetzt hier ewig weitermachen mit dir und mit euch. Es ist so ein schöner Abend. Danke, danke, danke. Aber wir müssen jetzt aufhören. Ich danke Devaseto für diese wunderbare Gelegenheit, hier über Jetzt TV diesen Satsang machen zu dürfen. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke euch allen. Wenn ihr Devaseto und Jetzt TV unterstützen möchtet, er freut sich sehr über Spenden. Alles, was er tut, ist auf Spendenbasis. Und alles, was ich tue, ist auch kostenlos. Ich möchte, dass du alles genießen kannst. Ich möchte, dass du meine Videos rauf und runter anschauen kannst, wenn du magst. Von mir aus 20 oder 100 Mal. Es ist alles kostenlos. Aber wenn du Freude dran hast, mich zu unterstützen, bin ich sehr, sehr dankbar. Das hilft mir, weniger arbeiten zu müssen und mehr Zeit für das zu haben, was ich am allerliebsten mache, nämlich Videos, Satsangs und dir schreiben und antworten und teilen. Ja. Wenn du Lust dazu hast, auf meiner Website, auf der Spendeseite findest du die Infos. Du kannst auch gerne mein Newsletter abonnieren oder die Morgenmomente, die ich jeden Morgen verschicke. Du kannst dich einfach auf meiner Website umschauen. Da findest du alles. Ja. Ja, und ich möchte noch eins sagen. Es gibt ganz neu dieses Jahr auch Retreats mit mir. Also es ist so schön hier im Satsang. Und das Einzige, was so ein Online-Satsang noch toppen kann, ist ein echter Satsang im Retreat. Ich werde im Mai in Oberösterreich sein und Ende des Jahres, also eigentlich schon im nächsten Jahr, vom 1. bis 5. Januar, im Taunus zu meinen ersten beiden Retreats. Ich freue mich total drauf.
falls du Lust dazu hast. Auf meiner Website findest du die Infos. Für den Mai gibt es noch ganz, ganz wenige Plätze. Im Januar ist noch viel Platz. Ich freue mich, wenn du kommst. Der nächste Online-Satzang ist in etwa einem Monat. In 2 Wochen gibt es wieder einen englischen Online-Satzang. Und bald wieder das nächste Video. Ja, und wenn du Fragen hast, du kannst mir sehr gerne schreiben. Ich freue mich über E-Mails. Ich freue mich noch mehr über handgeschriebene Briefe. Die beantworte ich da auch handgeschrieben. Und wenn du mir schreibst, wird es wahrscheinlich eine Weile dauern, bis ich antworte, weil ich wirklich sehr viel zu tun habe. Aber ich antworte auf jeden Brief, ich antworte auf jede E-Mail, auch wenn es manchmal ein paar Monate dauert. Aber die eigentliche Antwort, die dann alle Menschen hören können, die gebe ich dann meistens in einem Video oder im Satzang, damit es eben alle anderen Menschen auch hören können. Ja, also wenn du Fragen hast, ich freue mich total, von dir zu hören. Danke, dass du da bist. Danke für diesen Abend. Ich liebe dich.